Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern, das Nibelungenlied für das Teutsche Haus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die zu den vorherigen Folgen führt. So, das letzte Mal haben wir aufgehört, als Siegmund wieder nach Hause gefahren ist und Siegfried alleine gelassen hat in den Burgunden. Und jetzt machen wir weiter mit dem 19. Abenteuer, wie der Nibelungenhort nach Worms kam. Als nun die edle Kriemhild also verwitwet ward, da blieb zu ihren Diensten der Markgraf Eckewart, mit allen seinen Mannen, wie ihm die Pflicht gebot, er diente seiner Herren getreulich bis zum Tod. Zu Worms am Münster wurde ein Haus für sie gebaut, das war gar weit und stattlich, wie man es wenig schaut, worin mit dem Gesinde die Freudenlose saß, sie schritt gar oft zum Münster, mit Eifer tat sie das. Zur Stätte hin des Freundes, an dem ihr Herze hing, sie immer unablässig an jedem Tage ging. Dort sandte sie Gebete im stillen Himmelswärts, das war die einzge Tröstung für ihren großen Schmerz. Wohl hörte manche Worte sie aus Frau Utes Mund, doch war ihr Herz und Seele von Jammer also wund. Dass nichts versahen konnte, der Trost, der man ihr gab, sie dachte nur an eines, das war Herrn Siegfrieds Grab. Die allergrößte Treue, die jemals halten kann, ein Weib trug sie für ihn ja, den heißgeliebten Mann. Sie hegte ihn im Herzen getreulich bis zum Tod, doch rächte sie gewaltig noch vorher all die Not. So saß sie tief im Leide, das ist gewisslich wahr, nach ihres Mannes Tode bis in das 4. Jahr. Kein einzig Wort mit Gunther geredet hatte sie, und ihren Feind den Hagen sah all die Zeit sie nie. Der sprach einstmals zu Gunther: Fehlt's euch nicht allzu schwer, so wünscht ich, dass euch wieder Kriemhild gewogen wär. Dann kämt zu diesem Lande der Nibelungen Gold, was könntet ihr erringen, wär euch die Fraue hold? Wir wollen es versuchen, sprach König Gunther da, es können für uns reden, wohl meine Brüder ja. Vielleicht doch jetzt wieder sie gern uns bei sich sieht. Ich glaube nicht, sprach Hagen, dass man das je geschieht. Wenn aber eure Brüder zu ihr zu Hofe gehen, so könnte wohl sich's fügen, dass euch es möcht geschehen. Da ging auf Gunthers Bitten zu ihr Herr Gerenot. Mit Geiselher, zu lange klagst du um Siegfrieds Tod. Der König will erweisen, dass er ihn nicht erschlug, des Weinens meinten beide, und Grams wär's jetzt genug. Sie sprach, nicht Gunther war es, ihn schlug des Tronjers Hand, demnach das Mal am Rücken ich sonder arg bekannt. Nicht konnt ich mich versehen auf Hagens Hass und Neid, sonst hätt ich wohl vermieden das ungeheure Leid. Dann wäre nicht zerstochen sein schöner junger Leib, und ich ließ jetzt mein Weinen, ich unglückselig Weib. Hold werd ich denen nimmer, dass der's mir angetan. Da lagen ihr mit Bitten gar sehr die Brüder an. Könnt ihr mir's nicht erlassen, so biete ich ihm Gruß. Sprach sie, doch nicht zum Frommen, ist's euch, wenn ich es muß. Er tat mir ach so Schmerzes, ganz ohne meine Schuld. Schenkt mein Wort ihm Sühne, mein Herz weiß nichts vom Schuld. Es wird schon besser werden, sprach Gerenot darauf. Gib Acht, dir wacht im Herzen der alte Fumut auf. Er wird dich gütlich pflegen, so tröstet Geiselher. Da seufzte die Bedrängte, ruft euren Bruder her. Ich will den König grüßen. Als dieser es vernahm, mit seinen besten Freunden er alsbald zu ihr kam. Nur Hagen, der getraute, sich nicht zu ihr zu gehen, doch Gunther tat, als wäre ihr nie ein Leid geschehen. Er brachte viel geschwätzig der Schwester seinen Gruß, sie aber bot in Schweigen dem Mund zur Sühnen Kuss. Mit so viel Falschheit wurde Versöhnung wohl noch nie vermittelt unter Freunden, als durch Herr Hagen hie. Nur um des Schatzes willen ward also es getan, nur darum riet Herrn Gunther er die Versöhnung an.
Es währte nun nicht lange, da fügten sie's sodann, dass Kriemhild in die Heimat den großen Hort gewann. Als Morgengabe mußt er ihr ganz zu eigen sein, vom Nibelungenlande ward er verbracht zum Rhein. Herr Geiselher und Gernot, die fuhren nach dem Hort, 800 gute Degen, die zogen mit zum Ort, wo auf der Burg im Walde er wohl verborgen lag und Albrich sein der Starke mit seinen Freunden pflag. Als man nun die Burgunden vom Rheine kommen sah, sprach Alberich der Zwerge zu seinen Freunden dar: Wenn sein als Morgengabe begehrt die Königin, so dürfen wir behalten den Hort nicht fürderhin. Nun mögt ihr Wunder hören von diesem reichen Hort. 12 starke Doppelwagen, die brachten kaum ihn fort. In 3 Tag und Nächten aus tiefem Bergesschacht, wenn sie auch 3-mal täglich den Weg dorthin gemacht. Sein hatten ohne Grund nicht Herrn Hagens List begehrt, der Schatz, der wurd nicht minder, nur 1 Mark an Wert. Hätt man auch allen Landen von ihm gespendet sollt, es lag der Wunsch darunter, ein Rütlein ist von Gold. Wer dessen Kraft erkundet, dem ist ja untertan die ganze weite Erde, das stünd wohl Hagen an. Als Gernot und sein Bruder, der edle Geiselher, den reichen Hort erhoben, da ward es ihnen schwer, bis sie zum Land ihn führten auf ihren Schiffelein, doch brachten ungefährdet sie ihn nach Worms am Rhein. Dort nahm Kriemhild von ihnen die Schätze in Empfang, viel breiter weitere Türme, viel Kämmern groß und lang. Die wurden voll, doch wär es auch 1000-mal noch mehr, wenn statt des Schatzes Siegfried vom Grab erstanden wär. Wär gern bei ihm geblieben, Kriemhilde arm und bloß, niemals war Weibestreue zum Manne also groß. Als sie den Hort empfangen, da brachten sie ins Land gar manchen fremden Recken, so mild war ihre Hand. Dass man so Reiches geben zuvor noch nie gesehen, sie übte hohe Tugend, das musste man gestehen. Den kühnen Recken allen gab sie gar großes Gut. Da sprach der grimme Hagen zu Gunthern ungemut: Was soll's mit all den Degen, die Kriemhilds Haus umstehen? Mir deucht, von eurer Schwester könnt Schlimmes uns geschehen. Antwort ward ihm von Gunther: Es ist ihr Hab und Gut. Wie soll ich ihr's verbieten, was sie auch damit tut? Kaum konnt ich's ja erwirken, dass sie mir nicht mehr grollt. Ich red ihr nichts dazwischen, wie sie verschenkt ihr Gold. Wer Weiber Hände sorglos solch gut vertrauen kann, der ist, so warnte Hagen, fürwahr kein kluger Mann. Es kommt durch ihre Gaben, für uns gebt Acht ein Tag, wo euch und die Burgunden dies sehr gedreuen mag. Da sprach Herr Gunther wieder: Ich schwur ihr einen Eid, dass ich von meinen Händen niemals geschah ein Leid. Des Eides muß ich hüten, es ist die Schwester mein. So lasst, rief Hagen höhnisch, mich doch den Schuldgen sein. Nicht lange nach diesem rieten sie alle über Land, Herr Gunther mit den Freunden, so viel man deren fand. Nur Hagen blieb der Grimme in Gunthers Burg zurück, da brachte sein Tun Kriemhild der Armen wenig Glück. Herr Gunther mit den Seinen zur Heimat wieder kam, Herr Hagen trotzgen Mutes den Schatz der Witwe nahm. Bei Lochheim dort versenkte den Hort ja in den Rhein, allein ihn zu genießen, doch soll's ihm nicht gedeihen. Die Fürsten kamen wieder, mit ihnen mancher Mann, Kriemhilde ihren Schaden zu klagen gleich begann. Mit allen ihren Frauen, sie trug gar großes Leid, da taten sie, als wären zu strafen sie bereit. Den schlimmen Räuber Hagen, der einzig schuld daran, doch schlau wich er von dannen, so ward ihm nichts getan. Bevor in seiner Tücke den Schatz er also barg, da hatten sie es alle verschworen hoch und stark, dass er verborgen bleibe und niemand schaffe Leid, da wandelte der Tronjer voll Listen so den Eid. Doch bald drauf zeigte Gunther aufs Neu ihm Huld genug, des Hasses lacht jetzt Hagen, den ihm Kriemhilde trug. Zwiefach war ach belastet der armen Witwe Mut, erst um des Gatten Leben und nun um all ihr Gut. Nun hattet vor dem Ute am Rheine nahe bei das Kloster Lorsch gestiftet, die fürstliche Abtei. Mit reichem Zins von Gütern, den es noch immer zieht,
da man ja hoch in Ehren es heutzutage noch sieht. Dem hat auch von dem Schatze Kriemhild verliehen ein Teil, um ihres Siegfrieds willen und seiner Seelen Heil. Viel Gold und edle Steine gab ihre milde Hand, getreuer Weib auf Erden man nimmer mehr wohl fand. Dort war schon längst Frau Uten, dein Sedelhof bereit, als Witwen Sitz beim Kloster, gar räumig groß und weit, in dem von dem Getriebe der Welt sie oft sich barg, und wo noch jetzt die Edle begraben liegt im Sarg. Und eines Tages sprach sie: O liebe Tochter mein, magst du nicht hier verbleiben, willkommen sollst du sein. Zu Lorsch an meinem Hause, die Tränen trocknen dann, da sprach Kriemhilde seufzend: Wem lass ich meinen Mann? Den lass, sprach drauf Frau Ute, nur hier im stillen Dom, da floss aufs Neu der Armen der heiße Tränenstrom. Das woll nicht Gott vom Himmel, herzliebste Mutter du, Siegfried muß mit mir fahren, sonst find ich keine Ruh. Das schuf's die Jammersreiche, dass man vom Grab ihn hub und sein Gebein das Edle hinwieder Rumpel grub. Zu Lorsche bei dem Münster mit königlicher Ehr, im Sack seit jener Zeiten, all dort nun schlummert er. Es ging seit seinem Tode jetzt in das 12. Jahr, doch eh sie zu der Mutter nach Lorsch gesiedelt war, da kamen neue Mähren von ferner übern Rhein, das musste sie verbleiben, es hätt nicht sollen sein. Heute mal was Kurzes. Ihr wisst, die Woche ist kurz bei mir. Und mal sehen, wann ich die nächste Folge mache. Gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag und bla bla bla. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt, lasst uns lesen. Macht's gut. Tschüssi. Jetzt ein bisschen schnell.